Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments und herzlich willkommen in meiner kreativen Welt. Und ich fand letzte Woche dieses Pärchen so niedlich, dass ich mir gedacht habe, mit denen muss ich noch mal etwas machen. Und zwar habe ich heute diese Karte noch gezaubert und in diesem Video seht ihr, wie diese Karte entstanden ist. Und ich glaube, ich werde noch mal ab und zu diese zwei in einem Zusammenhang, in einer Situation irgendwie malen. Ich gucke mal, was mir da noch einfällt, aber ich fand die so niedlich mit diesen Gesichtern. Ja, und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen, beim Nachmachen und wir sehen uns hoffentlich am Ende dieses Videos wieder. Ja, dieses Video wird jetzt etwa in anderthalbfacher Geschwindigkeit laufen. Ich skizziere mir hier die Szene vor. Wer nicht weiß, wie man einen Regenschirm malt, kann da gerne auch noch mal bei Pinterest suchen. Gebt einfach einen Regenschirm malen und das ist gar nicht schwer. Also ihr macht einfach eine Kuppel, dann zieht ihr 3 oder 4 Querstriche nach unten. Ne, verbindet diese Bögen nach vorne hin. Der muss am tiefsten sitzen im Grunde. Und dann malt man den Hintergrund noch mal ein bisschen versetzter und malt dann gleich das Gesicht der Blume so ein bisschen hinein. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Die einfachen Blumenformen, die ich hier benutzt habe, verlinke ich euch noch mal am Ende des Videos auf jeden Fall und auch unten in der Videobeschreibung. Ja, ich fand die Idee so charmant, dass die Dame von dem Herrn bei Regen mit einem Regenschirm geschützt wird und habe versucht, das Ganze ein bisschen halt umzusetzen und ja, so schwer ist es auch nicht. Da lasse ich jetzt ein bisschen Platz für die Blütenblätter, die male ich nicht vor, die mache ich gleich mit dem Pinsel freihand und mit einem seiner Blätter hält der Herr diesen Regenschirm fest. Ja, und nun ist es ganz wichtig, den Bleistift wieder ein bisschen wegzunehmen. Ihr möchtet den ja nicht durch die Aquarellfarbe hindurch sehen und lasst dann nur einen ganz kleinen Schatten. Und dann nachher beim Rahmen mit dem schwarzen Stift kann man alles noch mal ein bisschen dann übermalen. Ja, da war mein Pinsel nicht ganz sauber. Habe ich dann erst hinterher gemerkt. Ich nehme dann noch mal ein bisschen ein knalligeres Gelb hinein und das überdeckt dann diesen leichten grünen Schimmer, der da entstanden ist.
Ja, ich benutze hier das Aquapad von Clairefontaine. Diesem Papier ist es wichtig, dass man nicht nochmal über eine Farbfläche rübermalt, weil dann gibt es unschöne Flecken. Das kann dieses Papier nicht so gut ab. Mit dem neuen, was ich eigentlich jetzt gerne nehme, das Watercolor Joy von Hanemühle, ist das kein Problem. Da hätte ich jetzt nochmal in die Fläche gehen können und ja, nochmal nachziehen, aber bei diesem Papier würde es Flecken geben. Ja, da ist mir eben der Pinsel aus der Hand gefallen und zum Glück ist mir aber nichts passiert auf dem Bild. Ich benutze hier die wasserfesten Fineliner von Two Hands. Wer das mag, kann gerne erst die Blütenblätter malen und die dann hinterher mit Farbe ausmalen. No? Ich male aber immer ganz gerne die Blütenblätter so mit dem Pinsel, weil ich nie weiß, wo die dann landen und wie die so werden. Also für mich ist das so die Option, ich mache es so lieber, aber ihr könnt es natürlich auch gerne umgekehrt machen.
So, dann kommt nochmal wieder mein geliebter Easy Stamp in Einsatz. Auch den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Heute war wieder mal so der Klassiker, ne? Drucken. Beim ersten Mal war es noch nicht so ganz toll. Und dank des Easy Stamps konnte ich dann nochmal Farbe drauf machen. Und dann wurde es auch schön und ist es genau an der richtigen Stelle wieder gelandet. So, ihr Lieben, da ist jetzt das gute Werk. Ihr habt gesehen, wie es entstanden ist. Es ist gar nicht so schwer, einen Regenschirm zu malen. Schaut gerne mal bei Pinterest zum Beispiel, googelt Regenschirm malen und dann kriegt ihr das hin. Das ist nicht so schwierig. Also einfach nur einen halbrunden Kreis machen und das dann aufteilen. Ja, und die Blümchen, die kennt ihr ja. Die einfachen Formen waren aus diesem Video, als ich diese Blumen alle erstellt habe. Und die könnt ihr in jeder Art und Weise benutzen und könnt sie in Szene setzen. Und ich fand das jetzt mal richtig nett hier mit diesen zwei Süßen. Ja, ich hole nochmal die andere dazu. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns dann im nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Melanie.